Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer bei der Schatzsuche auf meinem Kanal Sondel die Waldfee. Mein Name ist Flo. Wir sind heute wieder auf dem Stoppelfeld unterwegs und diese Folge könnte etwas lauter werden, denn neben mir kam gerade der Fuhrpark des Landwirts angefahren mit Mähdrescher und Trecker und Anhänger. Der scheint das Feld hinter mir zu ernten heute. Also falls es ein bisschen lauter wird in dieser Folge, möchte ich mich dafür entschuldigen, aber dafür kriegen wir auf jeden Fall wieder eine freie Fläche dazu. Das ist natürlich top. Ansonsten grüße ich natürlich nochmal meinen Sponsor abenteuer-schatzsuche.de. Wenn ihr was für die Schatzsuche braucht, seid ihr da richtig. Und jetzt kommt das Intro und danach legen wir los. Also bleibt dran. Ja, es hat nicht lange gedauert. Der erste Fund ist scheinbar gleich ein schöner Schärf. Bisschen ungewöhnlich von der Form, so fast ein bisschen quadratischer. Aber für den ersten Fund hier gleich eine Hohlprägung, also schon Mittelalter. Cool, schauen wir uns gleich im Studio an. Nee, das schauen wir uns jetzt noch nicht an, denn wir haben hier ein bisschen Funddruck. Denn in dieser Folge konnte ich unglaublich viele gute Funde machen. Deshalb machen wir schnell weiter mit dem nächsten Fund. Ein 70er Signal. Ja, sieht nach Blei aus. Jo, ein Stück Blei. Oh Leute, ich ärgere mich so, dass ich dieses Signal hier nicht live gegraben habe. Aber ich dachte hier Feldrand. Das Signal war auch nur so ein Mitte 50er. Wird vielleicht Schrott sein irgendwie. Es ist so eine Knaller Silbermünze. Alter Schwede. Ein doppelköpfiger Adler drauf. Ich muss erst mal gucken, was das hier überhaupt ist. Kenne ich so gar nicht. Scheint aber noch ganz gut erhalten zu sein auch. Ey, was ein geiler Fund. Gucken wir uns gleich im Studio an. Hammer. Ja, ich ärgere mich immer noch darüber, dass ich diesen Fund nicht live gefilmt habe. Aber es lässt sich leider nicht mehr ändern. Eine richtig tolle Silbermünze. Wir gucken eben drauf. Und zwar handelt es sich dabei um einen Schilling aus der Stadt Lübeck und Vergleichsstücke, die ich jetzt so im Netz gefunden habe, datieren so um 1668, denn hier lässt sich leider kein genaues Datum mehr erkennen. Ich drehe euch die Münze nochmal um. Hinten erkennen wir, wie gesagt, diesen schönen doppelköpfigen Adler und ich sollte mir langsam doch, glaube ich, mal merken, dass dieser doppelköpfige Adler auch auf Lübecker Münzen vorkommt. Jedes Mal denke ich, Mensch, das kennst du nicht und dann ist es doch eine Münze aus Lübeck. Also richtig geiler Fund. Wir machen weiter mit den nächsten Funden. Das nächste Mitte 50er Signal. Pass auf, das ist jetzt diesmal Schrott natürlich, weil es live ist. Dieses elende Blei. Also heute klappt das irgendwie nicht mit den Live-Grabungen. Jetzt hatte ich hier ein 93er Signal, bin eigentlich davon ausgegangen, dass es irgendwie ein Aluminiumschrottteil ist oder so. Es ist eine Münze, die ich überhaupt nicht kenne. Ein Riksbanks-Skilling. Ganz komisch, ganz dicke Münze, fast so amerikanische Art, würde ich fast sagen. Ja, muss ich selber erstmal nachgucken. So hat aber auf jeden Fall noch so ein bisschen Prägung. Die können wir uns auch gleich mal im Studio anschauen. Hatte ich so auch noch nicht. Da haben wir die Münze stehen, den Riksbanks-Skilling aus dem Jahr 1813 und zwar stammt er aus Dänemark und ich drehe euch die Münze dann noch mal kurz um. Da erkennen wir nämlich den Herrscherkopf und dabei handelt es sich um Frederik VI. Also hier das erste Mal gefunden, so eine Münze. Und wir machen schnell weiter. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Oh, das ist auch wieder ein toller Fund. Hier haben wir ein ganz oberflächliches 54er Signal. Ich sehe es auch schon. Es ist der Teil einer Münze, würde ich sagen.
Oh. Das ist interessant auf jeden Fall. Aber man müsste sie erstmal säubern. Das sieht fast so ein bisschen nach Brakteat aus. Ja, so schwierig zu sagen, so ein ganz kleines Fragment. Ich gucke mal, ob ich sie gereinigt kriege, ob wir sie uns anschauen oder nicht. -79er. Wir haben es draußen. Oh, ich sehe was Rundes. Das ist ein Knopf. Ja, es ist ein Sternen- oder Blumenknopf. Hier haben wir ein ganz oberflächliches 50er-Signal. Und es ist ein kleiner Knopf. Ich glaube, da ist sogar irgendwie was drauf. Eine Blume oder sowas. Witziges kleines Knöpfchen. Ein 67er Signal. Ach. Blei. Ja, springt so ein bisschen. Zwischen 79 und 90. Okay, jetzt wird es klarer. So 76. Oh je, was haben wir hier? Oh, oh schön. Oh, schön. Eine richtig schöne Messerkrone. Die gucken wir uns gleich auf jeden Fall auch im Studio an. Sehr tolles Teil. Da konnten wir noch mal ein richtig tolles Relikt dort an diesem Suchtag finden, eine sogenannte Messerkrone, also das Endstück eines Messergriffes. Richtig toll verziert, würde ich datieren so in das 16. Jahrhundert. Und dann machen wir schnell weiter, denn es kommen noch viele weitere Funde an diesem Tag. Oh, schönes 76er Signal. Lass es doch mal bitte eine Münze sein und kein Blei. Es ist rund zumindest. Ja, es ist eine Münze. Oh, ein guter Pfennig hier. Ein schön erhaltener Reichspfennig. Gucken wir uns gleich im Studio an. Sehr schön. Da haben wir die nächste Münze stehen. Schaut schon mal drauf. Die ist zwar nicht so alt, aber trotzdem noch schön erhalten, muss ich sagen. Es handelt sich um einen Pfennig aus dem Deutschen Reich. Dann drehe ich sie euch auch noch mal eben um. Dort sehen wir noch das Prägejahr, nämlich 1935. Habe ich mich auch drüber gefreut. Und dann machen wir weiter, wie soll es anders sein, mit der nächsten Münze. '85, 86.
haben es, glaube ich, draußen. Es ist der nächste Knopf, aber ohne was drauf. Der nächste kleine Schärf hat wieder das Licht der Welt erblickt. Mal gucken. Aber ich glaube, der ist noch ganz okay. Ein bisschen ist weggebrochen. Vielleicht schauen wir uns den auch gleich mal an. (69) oberflächlich. Ich sehe eine Kante von was Rundem. Ich glaube, es ist die nächste Münze. Hoffe ich jedenfalls. Ja, und ich glaube, es ist Silber. Ja, auch das ist richtig. Die nächste Silbermünze. Geil. Gucken wir uns gleich im Studio an. Da haben wir die nächste Silbermünze in dieser Folge finden können. Diesmal nur eine kleinere Silbermünze. Es handelt sich um 4 Pfennig aus dem Jahr 1767. Dann drehe ich sie euch um. Hinten erkennen wir nämlich noch das Herrschermonogramm. Ganz gut. Und zwar ist der Münzherr hier Georg III. Geprägt wurde diese Münze 1760 bis 1821. Und ich sage euch so viel, es soll nicht die letzte gewesen sein. Machen wir weiter. Also vom Ton her klingt das fast wie die nächste Münze. Mal gucken, ob wir da mit dem Pinpointer schon rankommen. Es ist grün und rund. Ich glaube, es ist der nächste Schärf. Ja, sieht danach aus. Wieder eine Hohlprägung, wieder Mittelalter. Der Hammer. Eine oberflächliche 71. Oh, ich glaube. Oder? Ist es Teil von der Schnalle? Ich weiß es nicht. Merkwürdiges Teil auf jeden Fall. Nee. Das muss irgendwas vom Gurt vielleicht sein. Können wir uns gleich mal angucken eigentlich im Studio. Aber ich habe keine Idee, was das sein könnte. Vielleicht wisst ihr es. Ja, da haben wir schon wieder so einen rätselhaften Fund machen können. Das scheint sich irgendwie durch die ganzen letzten Folgen wie so ein roter Faden durchzuziehen. Ich habe keine Idee, um was es sich da handeln könnte. Falls einer von euch weiß, was es ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir machen weiter. Leider wieder nicht live. Wir haben die nächste Münze. Ich glaube, eine Pfennig-Scheidemünze. Ich glaube, von vorne ist sie noch ganz gut. Von hinten weiß ich noch nicht. Können wir uns auch gleich mal anschauen. Die nächste Münze. Es handelt sich um eine Pfennig-Scheidemünze aus dem Jahr 1820. Viel mehr dazu zu sagen ist fast nicht. Wir beschränken uns auch auf die Vorderseite und machen schnell weiter. Da wir die nächste Münze liegen, es ist wieder ein Schärf. Gucken wir uns jetzt so, aber im Studio nicht an. Mal schauen, wenn ich noch ein paar finde, dann schauen wir sie uns vielleicht gemeinsam noch mal an. Aber der Vollständigkeit halber wollte ich euch diese Münze nicht unterschlagen. Hier hatte ich ein fast 90er Signal, total oberflächlich. Ich habe nur einmal mit dem Fuß rüber gekratzt, ich sehe es schon. Es ist ein Ring. Leute, es ist ein Ring. Leider nicht aus Gold oder Silber, aber es ist ein Ring. Passt mir nicht ganz. Aber trotzdem, schöner Fund.
Geil. Schon lange keinen Ring mehr gefunden. Da haben wir ihn, den Glücksring dieser Folge, den ich hier finden konnte. Und er passt tatsächlich bei der linken Hand genau auf den Ringfinger. Bei der rechten kriege ich ihn nicht rüber. Ein richtig schön grün patinierter Ring, den wir da finden konnten. Material wahrscheinlich Kupfer oder irgendwie vielleicht Messing. Richtig schönes Stück und hat mir auch im Verlauf dieser Folge viel Glück gebracht. Und da schauen wir jetzt mal rein. Ich habe meinen Glücksring am Finger gelassen. Das habe ich vom German Treasure Hunter gelernt. Das nächste Signal, es guckt schon so ein bisschen aus der Erde. Es scheint mir eine Silbermünze zu sein. Oh, 24 Einentaler. Auch noch, ja, passabel erhalten. Geil. Gucken wir uns gleich im Studio an. Silbermünze Nummer 3. Hammer. Da konnten wir die nächste Silbermünze finden. Ob es am Glücksring lag, weiß ich nicht genau, aber ich meine es mir einzubilden. Wir gucken schnell mal drauf. Vorne ist sie nicht mehr ganz so toll erhalten. Es handelt sich um 24 Einentaler. Also 24 dieser Münzen hätten einen Taler ergeben und geprägt ist sie wahrscheinlich irgendwann um 1760. Das lässt sich leider nicht mehr genau erkennen. Ich drehe sie euch auch noch mal um, denn da sehen wir noch schön das Wappen, und zwar handelt es sich hier um eine Münze, die unter Kurfürst Friedrich August II. Geprägt wurde. Also nochmal ein ganz schöner Münzfund, und dann sehen wir uns gleich wieder und dann kloppe ich hier nochmal richtig was auf den Tisch. '78er Signal. Der Glücksring ist immer noch am Finger. Es ist die nächste Münze. Ich glaube, es könnte wieder ein Schärf sein, ja, würde ich sagen. Glücksring. Glücksring. Der nächste Schärf. Boah, schaut euch diese geile Patina an hier. Richtig gut erhalten, richtig grün. Der absolute Hammer, ey. Geile Münze. Ja, ich würde sagen, da konnte ich doch einige Schärflein ins Trockene bringen in dieser Folge. Das lag bestimmt hier an diesem Glücksring. Also wirklich der Wahnsinn, was da an Münzen kam. Und auch noch einige richtig gut erhaltene Stücke dabei. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Dann vergesst nicht, mir ein Like dazulassen. Kommentiert gerne, abonniert gerne. Hier verlinke ich euch 2 weitere Videos. Wenn ihr sie nicht kennt, schaut gerne rein. Grüße gehen natürlich nochmal an meinen Ausrüster abenteuer-schatzsuche.de. Wenn ihr was für die Schatzsuche braucht, dann seid ihr dort auf jeden Fall richtig. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.